Hallo liebe Hungrige, Limoncello haben ja sicherlich die meisten von euch schon mal getrunken. Als Alternative zum Aperol Spritz ist ja in der letzten Zeit auch Limoncello Spritz sehr in Mode gekommen. Doch es lässt sich eben auch ein wunderbar saftiger und aromatisch fruchtiger Zitronenkuchen damit backen. Und genau das machen wir heute. Wir brauchen dafür natürlich besagten Limoncello, Butter, Mehl und Honig, 3 Eier, Puderzucker, eine Prise Salz, Backpulver, Zucker und eine Zitrone, unbehandelt, genauer gesagt die abgeriebene Schale davon. Und genau dies ist auch unser erster Arbeitsschritt. Die Zitrone also heiß abwaschen, abtrocknen und dann die Schale abreiben. Als nächstes geben wir in eine Schüssel zum Mehl das Backpulver, vermischen dann beides kurz aber gründlich, am besten mit dem Stehbesen. Nun schütten wir in eine größere Schüssel zur weichen Butter den Zucker, geben eine Prise Salz mit dazu, außerdem 2 Teelöffel von dem Schalenabrieb der Zitrone und ergänzen dann noch mit 2 Esslöffeln vom Limoncello. Und jetzt verrühren wir alles zu einer cremigen Masse, sinnvollerweise mit den Schneebesen des Rührgeräts, und geben dann, nachdem wir soweit sind, nacheinander die Eier dazu, rühren weiter dabei, bis wir alle 3 eingearbeitet haben. Dann geben wir ein Sieb auf die Schüssel, befüllen es mit der Mehlmischung und sieben diese in die Schüssel mit hinein. Anschließend wird das Mehl wieder mit den Schneebesen des Rührgeräts in den bereits vorbereiteten Teig mit eingerührt. Haben wir dann einen homogenen Teig, ist dieser auch schon fertig. Wir brauchen nun eine eingefettete Backform, optimal mit dem Durchmesser von 26 cm, und in diese füllen wir nun den Teig. Wir geben ihn also auf den Boden und streichen ihn anschließend glatt, entweder mit Löffel oder Teigschaber. Auch eine Teigkarte bietet sich an, und am Ende könnt ihr die Form auch einfach so ein bisschen hin und her schütteln oder diese auch ein paar Mal auf die Arbeitsfläche stoßen. Und dann wird auch schon gebacken, und zwar für 15 Minuten bei 180 Grad, Umluft 160. Fertig gebacken sollte er dann so ungefähr aussehen. Noch warm lösen wir ihn aus der Form, mehr oder weniger pro forma, mal mit dem Messer ringsrum gehen, obwohl der sich eigentlich auch schon ganz von alleine löst. Den Rand, der springt vom Abnehmen, und dann brauchen wir eine Gabel und stechen damit mehrfach in die Oberseite ein, schön tief und auch von der Anzahl her nicht zu knapp. Haben wir dies erledigt, brauchen wir 100 ml vom Limoncello und gießen diesen nun schlückchenweise auf die Oberseite, und durch die mit den Gabeleinstichen fabrizierten Löcher sickert der Limoncello in den Teig, und so lassen wir den Kuchen dann auch erstmal stehen, bis er vollständig abgekühlt ist. Danach brauchen wir dann den Puderzucker. Wenn ihr wie ich schon Streufertigen verwendet, könnt ihr euch das Sieben des Puderzuckers sparen, ansonsten solltet ihr das machen. Dazu geben wir jetzt den flüssigen Honig und ergänzen dann mit dem Rest vom Limoncello. Und dann wird alles miteinander verrührt. Am Anfang ist eher eine zähe Masse und am Ende, werdet ihr sehen, haben wir einen glatten Guss. Und diesen verteilen wir dann esslöffelweise auf der Oberseite des Kuchens. Schön reichlich, ist ja genug davon da. Auch so, dass ein bisschen über den Rand läuft. Und wenn wir dies erledigt haben, nehmen wir den Rest der abgeriebenen Zitronenschale und verteilen diese noch auf der Oberseite. Dann die Glasur trocknen lassen, bevor wir diesen leckeren, saftig fruchtigen Kuchen genießen. Passt wunderbar in die Osterzeit, aber nicht nur. Ich wünsche euch viel Spaß beim Backen und dann recht guten Appetit. Falls ihr aber lieber einen Eierlikörkuchen backen möchtet oder ganz anders es eine Pizza geben soll, dann schaut euch doch diese Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.